Als nächstes schauen wir uns jetzt an, wie wir hier im System ein Gelände aufnehmen. Ich mache es jetzt mit dem Roverstab, geht aber natürlich entsprechend genauso mit der Maschine. Dafür gehen wir hier unten auf die Feder und wählen Gelände aus. Jetzt können wir dem Gelände einen Namen geben, zum Beispiel Haufwerk. So, und jetzt können wir ein Gelände definieren, entweder durch Grenzen, durch Bruchlinien oder und durch Punkte. Ich beginne jetzt bei dem Haufwerk hier mit der Grenze außenrum und stecke als erstes die Grenze ab. Dafür wähle ich hier oben bei der Grenze das Plus an und klicke auf Abstecken und erfasse jetzt den ersten Punkt und gehe so rum und nehme die komplette Außenkante vom Haufwerk auf. So, jetzt haben wir die Grenze abgesteckt. Jetzt bestätigen wir das hier mit dem Haken und nehmen als nächstes, weil dieses Haufwerk eine schöne Kante oben hat, als nächstes eine Bruchlinie auf, und zwar genau diese Kante. Abstecken wieder und wieder Punkte erfassen. So, jetzt ist noch, bestätige ich auch wieder mit Haken, der restliche Teil, über den wir nicht gut durch Bruchlinien abbilden können, den ergänzen wir um weitere Punkte. Das heißt, wir gehen hier einfach her und nehmen weitere Punkte an der jeweiligen Stelle auf, wo das Gelände schön definiert ist. So, dies bestätige ich auch wieder mit Haken und speichere das Haufwerk. Ab jetzt haben wir hier direkt in der 3D-Ansicht unser Haufwerk aufgenommen. Wir schauen uns dann später an, wie wir aus aufgenommenen Gelände auch direkt ein Volumen berechnen können. Dazu in einem späteren Video mehr. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.